Hallo liebe Aviatikfreunde, ich bin Hans-Peter Zimmermann. Im September 2020 bin ich zusammen mit einer Frau im Robin der Motorfluggruppe Obersimmental von Zweisimmen aus zum Senjas-Pass geflogen. Das ist der Ort, wo am 4. August 2018 eine Ju-52 mit 17 Passagieren und 3 Crewmitgliedern abgestürzt ist. Das Video, das ich dazu veröffentlicht habe, ging zumindest für meine Begriffe viral. Es hat in 5 Monaten über 120.000 Klicks und um die 2.000 Likes bekommen. Und das hat mich bewogen, diesen Unglücksflug im Flugsimulator nachzustellen. Und zwar nicht mit dem Robin, sondern mit der Ju-52. Die steht mir nämlich im Flugsimulator X-Plane zur Verfügung. Und erst noch mit der Bemalung der Hotel Bravo Hotel Oscar Papa, das ist das Schwesterflugzeug der Hotel Oscar Tango, der Unglücksmaschine. Wir werden also in wenigen Augenblicken vom Flughafen Locarno abheben. Der heißt übrigens Flughafen und nicht Flugplatz oder Flugfeld, weil er eben kontrolliert ist. Und zwar werden wir mit denselben Wetterverhältnissen abheben, wie sie damals am 4. August 2018 geherrscht haben. Damals war der Untersuchungsbericht noch nicht veröffentlicht und ich war auf Spekulation angewiesen. Allerdings fühlte ich mich schon ein wenig berufen zu spekulieren, weil ich habe in den frühen 80er Jahren 3 Wochen lang bei Filmaufnahmen mit der Ju-52 mitgewirkt und habe da ein bisschen die Kultur der Ju-Piloten, die sich dann später auch auf die zivilen Piloten vererbt hat, mitbekommen. Eine Episode ist mir noch in besonderer Erinnerung. Die Ju-52 wurde damals immer von einem Piloten und einem Bordmechaniker geflogen. Und der pensionierte Kampfjet-Pilot, der an diesem Tag verantwortlich war, sagte zu uns: Das, was ihr heute erlebt, erlebt ihr nur mit mir. Wir sind dann ganz knapp über das Jungfraujoch geflogen, also wirklich praktisch auf Höhe der Sphinx und immer weiter abgesunken. Ich weiß noch, ich saß vorne rechts, ich habe rausgeschaut und gedacht, das kann doch nicht sein, dass der auf dem Maletsch-Gletscher landen will. Das hat er nicht getan, aber er ist nach meinem Empfinden etwa 10 Meter über dem Aletsch-Gletscher runtergesegelt. Selbst wenn es 30 oder 40 Meter waren, war es illegal. Und spätestens seit ich selber fliege, weiß ich, es war extrem fahrlässig. Und diese Kultur, die hat sich auf die späteren Ju-52-Piloten mit Bestimmtheit weiter vererbt. Und das war ein Teil der Kultur der Betreibergesellschaft U-Air. Die Verwandten der verstorbenen Piloten können noch lange meckern und versuchen, die Schuld der U-Air oder dem Bundesamt für Zivilluftfahrt, das die Kontrolle nicht richtig durchgeführt hat, in die Schuhe zu schieben. Letztendlich ist jeder Pilot selber verantwortlich für das, was er tut, und er weiß, was er tut. Bevor wir diesen Flug starten, möchte ich ein paar Gebirgsflugregeln erklären. Laien hören die vielleicht zum ersten Mal. Erfahrene Piloten tun gut daran, wenn sie sich die immer wieder in Erinnerung rufen. Grundsätzlich sind ja die Mindestflughöhen so definiert: 1000 Fuß, also ungefähr 300 Meter über bewohntem Gebiet, und 500 Fuß, also etwa 150 Meter über unbewohntem Gebiet. Das ist ungefähr so hoch wie dieser nicht sehr hohe Wolkenkratzer in London. Das bedeutet aber nicht, dass man einen Gebirgspass mit dieser Minimalhöhe überfliegen sollte. Empfohlen werden mindestens 1000 Fuß über Grund, also 300 Meter. Und selbst die sind ganz schnell aufgebraucht, wenn wir gegen den Wind fliegen und auf der Leeseite in einen Abwind geraten. Diese Sicherheitshöhe sollte man erreicht haben, lange bevor man in ein enges Tal hineinfliegt, denn sonst hat man absolut keine Möglichkeit für eine Umkehrkurve. Zweite Regel im Gebirgsflug: niemals gerade oder rechtwinklig über einen Pass fliegen, weil wenn was passiert oder wenn man sieht, dass auf der anderen Seite des Passes das Wetter ganz schlecht ist, sodass man dort nicht reinfliegen sollte, dann hat man keine Möglichkeit für eine Umkehrkurve, weil links und rechts ist ein Berg. Also immer im 45-Grad-Winkel anfliegen, so als ob man eine Umkehrkurve fliegen wollte, und wenn man dann rüber sieht auf die andere Seite des Passes und sieht, es ist alles okay, dann kann man abdrehen. Wenn das eben nicht funktioniert, ist man bereits in der Umkehrkurve drin. Diese absoluten Basics der Gebirgsfliegerei wurden von den U-Piloten
sträflich vernachlässigt, seit Jahren oder sogar Jahrzehnten. Im Bestreben, den Passagieren etwas Besonderes bieten zu wollen, ist man jahrelang bewusst große Risiken eingegangen. Das ist leider das Problem von vielen erfahrenen Piloten. Sie meinen, wenn sie 1000-mal Glück gehabt haben, müsse man die Physikgesetze umschreiben und sie seien unverwüstlich. Am 4. August 2018 gegen 5 Uhr nachmittags mussten 20 Menschen auf schmerzliche Weise erfahren, dass die Physikgesetze auch für sie gelten. Um 16:15 Uhr hebt die Hotel Oscar Tango von der Piste 26 Right des Flughafens Locarno ab. Am Tag zuvor war sie um 10:13 Uhr hier gelandet und während die Passagiere ein Freizeitprogramm mit Übernachtung genossen, ließen sich die Piloten von einem Kleinflugzeug in ihre Heimat bringen. Einer der Piloten führte am Morgen von Dübendorf aus noch ein paar Rundflüge mit einer anderen Ju-52 durch und ließ sich dann wieder zusammen mit seinem Kollegen von einer Robin DR400 nach Locarno fliegen, um die Gesellschaft zurück nach Dübendorf zu bringen. Die Flugzeit war von der U-Air sehr großzügig berechnet und es war klar, man wollte sie nutzen, um den Passagieren etwas zu bieten. Ob es an diesem Tag auch so dunstig war, weiß ich nicht. Die Sicht wurde mit mehr als 10 Kilometer angegeben. Ich habe in X-Plane 20 Kilometer eingegeben und es sieht recht dunstig aus, was allerdings für diese Jahreszeit durchaus stimmig wäre. Weiter habe ich eingegeben 3/8 bis 4/8 Cumulusbewölkung mit Basis auf 10.000 Fuß. Bei der Station Krabmasein, wo die Ju kurz vor dem Unfall vorbeiflog, wehte der Wind aus 9 Grad mit 16 Knoten, in Böen bis 26 Knoten. Wenn man also von Süden her über einen Pass fliegt, muss man mit Abwinden rechnen, aber auch mit Turbulenzen. Jeder Pilot kennt außerdem den Begriff der Density Altitude oder dichte Höhe. Abhängig von Luftdruck und Temperatur verhält sich ein Flugzeug auf 9000 Fuß unter Umständen so, als befände es sich auf über 10.000 Fuß. Was bedeutet, dass das Flugzeug weniger Leistung abgibt und infolgedessen schlechter steigt und träger zu steuern ist. Und genau das war an diesem heißen Augusttag der Fall. Die Crew hatte kein GPS an Bord und die Radaraufzeichnungen der Flugsicherung waren aufgrund der niedrigen Flughöhe unvollständig. Also mussten die Untersuchungsbehörden die Route aufgrund von Zeugenaussagen und Videoaufnahmen der Passagiere rekonstruieren. Das hier ist die Originalskizze des Berichts und hier habe ich den entsprechenden Flugplan in mein AirNav Pro eingegeben. Nach dem Start Richtung Ascona und einer Umkehrkurve über dem Lago Maggiore fliegt die Hotel Oscar Tango Richtung Bellinzona und Arbedo, dann nördlich Richtung Biasca. Hier links würde es in die Leventina gehen, Richtung Gotthard und Nuvenen. Aber die Ju fliegt geradeaus weiter ins Bleniotal. Nördlich von Olivone dreht das Flugzeug ins Tal des Lago di Luzzone und damit in die Landschaftsruhezone Adula Graina Medels Falls ein. Landschaftsruhezonen sollten entweder ganz gemieden werden oder mit einer Mindesthöhe über Grund von 2000 Fuß, also 600 Metern, überflogen werden. Nicht so die beiden Cowboys im Cockpit der Ju-52. Sie fliegen in 120 bis 300 Meter über Grund mit geringem seitlichem Abstand zum Gebirge. Das ist nicht nur rücksichtslos gegenüber der Natur, sondern auch schlichtweg illegal. Um 16:45 Uhr schrieb die Flugbegleiterin eine SMS an eine Bekannte in der Gemeinde Ilanz, dass sie sich im Anflug auf ihr Dorf befänden. Von Ilanz folgt die Cockpit-Crew der Straße nach Lax und Flims und dann Richtung Senjas Pass. Der Talkessel wird auf der linken Seite angeflogen, vermutlich damit die Passagiere einen möglichst guten Blick auf das sogenannte Martinsloch werfen konnten. Das Martinsloch ist eine interessante Gesteinsformation kurz vor dem Senjas Pass. Und spätestens ab hier wird dieser Flug nicht nur fahrlässig, sondern kriminell. Um möglichst nahe am Martinsloch zu sein, sinkt die Ju immer weiter ab und ist am Ende nur noch 100 Meter höher als der Senjas Pass.
Dabei müsste nur einer der Motoren ausfallen oder das Wetter auf der anderen Seite müsste ungeeignet sein für Sichtflug. Oder noch wahrscheinlicher an diesem Tag, das Flugzeug könnte in einen Abwind geraten und hätte keine Möglichkeit für eine Umkehrkurve. Den beiden Cowboys im Cockpit ist das egal, schließlich haben sie vor ein paar Tagen genau diesen Pass mit sage und schreibe 30 Metern über Grund passiert. Um über den Pass zu fliegen, macht das Flugzeug dann eine leichte Rechtskurve und anschließend eine Linkskurve. In dieser Linkskurve wechselt der Abwind auf einmal in einen Aufwind, was grundsätzlich ganz nützlich wäre. Aber die Hotel Oscar Tango hat bereits einen kritischen Punkt erreicht, sodass die Strömung am linken Flügel abreißt und das Flugzeug nach links kippt. Die Piloten merken das, nachdem die U auf einen kurzen Steuerausschlag nach rechts nicht mehr reagiert. Hätte das Flugzeug genügend Höhe, könnte man diesen Strömungsabriss noch auffangen. Aber auf 100 Meter über Grund keine Chance. So elastisch wie hier im X-Plane-Simulator hat sich die Unglücksmaschine natürlich nicht verhalten. Hier ist die Originalaufnahme einer Touristin. Wer jetzt denkt, die Fahrlässigkeit der Ju-52-Piloten sei eine große Ausnahme, der liegt falsch. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, sämtliche Untersuchungsberichte auf Jahre zurück von Gebirgsflugunfällen zu studieren und es sind in der Regel 3 mögliche Ursachen. Entweder man fliegt in IMC, also Instrument Meteorological Conditions, bei Sichtflug nicht zu empfehlen, oder man wendet eine falsche Gebirgsflugtaktik an, oder man ist ein absoluter Hasardeur, oder, wie ich sie nenne, Cowboys. So ein Cowboy hat zum Beispiel vor, ich glaube auch 2 oder 3 Jahren in Samaden 3 Schüler an Bord genommen, die an einem Ferienlager teilnahmen, und er hat mit denen absolut unverständliche Manöver durchgeführt und ist abgestürzt. Fazit: Fliegen im Gebirge ist etwas Wunderschönes, aber die Gesetze der Physik zu beachten ist dort ganz besonders wichtig. Das wär's von mir für heute. Ich sage Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, euer Hans-Peter Zimmermann.